Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: The Wandering Village hat den Early Access verlassen. Gleiches gilt für das jetzt viel bessere Endzone 2. Mega guter Preis für Old World. Pompeii The Legacy kurz vor Release. Roadmap für City Defense Set. Auch StarCraft Erbe Stormgate mit Release-Termin. Und Battlefield 6 angekündigt. In dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch das 4X-Strategiespiel Old World ans Herz legen, da es bei Instant Gaming fast verschenkt wird und damit über 35 € günstiger ist als über Steam direkt. Dazu aber gleich noch mehr. The Wandering Village, welches ursprünglich 2022 in den Early Access gestartet ist das beste Beispiel dafür, was dabei rauskommt, wenn Entwickler einfach ihre eigenen Ideen ohne Einmischung verwirklichen dürfen. Denn die Idee, einen Citybuilder auf dem Rücken einer dinosaurierähnlichen Kreatur zu platzieren und das ganze Setting dann auch noch sinnvoll in das Gameplay einzubauen, war nicht nur extrem kreativ, sondern auch mal brutal erfrischend und komplett neu. Ihr befehligt hier also liebenswerte Parasiten, die in Symbiose mit der großen Kreatur leben, die hier Onbu genannt wird. Der Citybuilder hat vergangene Woche nach 3 Jahren seinen Early Access verlassen und steht euch daher ab sofort mit Version 1.0 zur Verfügung. Wer sich an der rudimentären Grafik nicht stört, hat hier sicher viele Stunden Spaß. Built on ruin and claimed by those who refuse to die. Ebenfalls raus aus dem Early Access ist seit dieser Woche Endzone 2. Auch wenn der Start noch etwas holprig war und sich so gar nicht nach Postapokalypse anfühlte, machte der Titel mit jedem Update einen guten Schritt in die richtige Richtung. In Endzone 2 versucht ihr nach einer nuklearen Katastrophe mit einer kleinen Gruppe Überlebender eine neue Siedlung zu gründen, was sich sehr Anno-like spielt und dabei aber bedrohlicher ist und jeden Fehler hart bestraft. So baut ihr nicht nur einfach auf, sondern müsst dabei auch auf radioaktiv verseuchten Boden achten, Dürrenperioden überstehen, giftige Regenfälle oder Sandstürme überleben und euch seit dem letzten Update auch gegen Raiderbanden verteidigen. Zudem lassen sich mittlerweile mehrere Siedlungen gründen, zwischen denen ihr dann mit Fahrzeugen Handel treibt, da nicht alle Ressourcen überall zur Verfügung stehen. Also im Prinzip das gleiche wie bei den Anno-Inseln und Schiffen, nur hier eben mit Fahrzeugen. Aktuell ist Endzone 2 mit 12,50 € auf Steam am günstigsten. Solltet ihr diesen Sale verpassen, könnt ihr aber natürlich auch auf die kaum teurere Version von Instant Gaming zurückgreifen. Apropos Instant Gaming. Hier erhaltet ihr, wie eingangs schon angesprochen, das sehr gute 4X-Strategiespiel Old World vom Manor-Lords Publisher Hooded Horse für gerade mal 2,40 €. Damit ist der Titel beachtliche 37,50 € günstiger als über Steam direkt, wo ihr satte 40 € bezahlen sollt. Also wie gesagt, vergleichen lohnt sich immer und in diesem Fall sogar massiv. In Old World führt ihr eine Dynastie über Generationen hinweg im Wettstreit mit anderen Regenten. Dabei führt ihr Kriege, organisiert das Leben am Hof oder schaut zu, wie andere oder im schlimmsten Fall euer Imperium zerfällt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink bei Instant Gaming unterstützt ihr zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Pompeii The Legacy von Siskia Games ist auf der Zielgeraden und beginnt seine Early Access Phase jetzt ganz offiziell am 16. September 2025. Im Spiel baut ihr die namensgebende Stadt nach dem historischen belegten Ausbruch des Vesuvs wieder auf und führt eine römische Familie über Generationen, während ihr euch mit Politik, Religion, Handel und militärischen Auseinandersetzungen befassen müsst. Wie schon eben bei Endzone 2 sollten sich Anno-Spieler hier pudelwohl fühlen, die mit Pompeii 2 Monate vor dem Release von Anno 917 einen ähnlichen Citybuilder mit fast gleichem Setting bekommen, um die verbleibende Zeit bis zum vermeintlichen Highlight zu überbrücken.
Mir stellen sich ja beim Promomaterial zu City Defense Z so ein bisschen die Nackenhaare. Was zum Teufel macht die Infanterie vor dem Verteidigungswall, direkt vor den Zombies? Okay, das ist nur Vorabmaterial, aber oh Mann, das geht doch nicht. Jedenfalls möchte City Defense Z einen Mix aus Strategie, Städtebau und Survival-Spiel anbieten, in welchem ihr tagsüber baut und euch ausrüstet, um euch dann in der Nacht gegen angreifende Zombie-Horden zu verteidigen. Nach erfolgreicher Demo, die aktuell leider nicht mehr zur Verfügung steht, schreitet die Entwicklung weiterhin gut voran. So wurde zum Beispiel der Stadtbaupart komplexer und taktischer gestaltet und aktuell am Kampfsystem geschraubt, inklusive neuer eigener Einheiten und Zombiearten. Ob City Defense Z an Genregrößen wie They Are Billions heranreichen kann, bleibt aber natürlich noch abzuwarten. Reden wir nicht drum rum. Das mit ehemaligen StarCraft- und Warcraft-Veteranen gespickte Team rund um die Frost Giant Studios hat die Early Access Phase von Stormgate mal so richtig an die Wand gefahren. Nach anfänglicher harter Kritik, die sich vor allem am dämlichen Free-to-Play-Ansatz abarbeitete, wurf man vieles über den Haufen und richtete seinen Fokus hin zu einer besseren Singleplayer-Story-Kampagne aus, um einen der größten Kritikpunkte am Spiel zu tilgen. Ähnlich wie damals bei StarCraft 2 erscheint nun am 4. August mit Ashes of Earth die erste komplette 12 Missionen lange Singleplayer-Kampagne, welche sich auf eins der 3 Völker konzentriert, um dann später mit den Parts der anderen vervollständigt zu werden. Am gleichen Tag verlässt Stormgate dann nach gerade mal einem Jahr auch die Early Access Phase, um so eine breitere Spielerschaft zu erreichen. Unter dem Projektnamen Ornithopter soll dann im Herbst 2025 die nächste große Content-Erweiterung folgen, welche unter anderem einen 3-gegen-3-Modus einfügen soll. Spielt ihr Stormgate? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Make no mistake, this is not our old Earth. We are headed to war. In an effort to liberate our world, free our people, and reclaim our hope. My fellow citizens. Die große Ankündigung war aber, wie schon durch diverse Leaks angedeutet, die Enthüllung von Battlefield 6. Storytechnisch greift die private Militärfirma Pax Armada New York an und provoziert so die NATO zum Gegenangriff. Battlefield 6 spielt damit in der Gegenwart und setzt somit auf ein fiktives, aber realistisches Setting. Der erste Teaser konzentriert sich dabei vollumfänglich auf den Singleplayer-Part und lässt den viel wichtigeren Multiplayer noch außen vor, welcher dann auf einem Extra-Event kommende Woche am 3. Juli enthüllt werden soll. Entwickelt wird Battlefield 6 von den neuen Battlefield Studios, also diesmal nicht direkt von DICE. Übrigens steht da mit einer ersten Anspielsession kommenden Monat auf der Gamescom nichts im Wege, aber das ist natürlich an dieser Stelle nur reine Spekulation. Durch einen weiteren Leak scheint auch schon der Release-Termin festzustehen. Bereits am 11. Oktober sollte dann New York verteidigen dürfen. Ich bin da ja immer noch Oldschool Battlefield 1942 Fan, welches wir auf der diesjährigen LAN sicherlich wieder rauf und runter zocken werden. Wir haben noch viele Plätze frei, kommt doch mit, wenn ihr Bock habt. Alle Details hierzu unter www.zocker-lounge.com/event. In diesem Sinne, nehmt Old World für die paar Cent mit und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Our triumph